Die Idee, dass manche Leben weniger wert sind als andere, ist der Ursprung der größten Verbrechen auf diesem Planeten. Wir müssen jede Ungerechtigkeit immer aus Perspektive der Opfer betrachten. Welche Auswirkungen hat das, was ich tue, auf andere? Was in dieser Gesellschaft nämlich so sehr fehlt, ist nicht Wissen, sondern Verantwortung. Sehr geehrte Damen und Herren der FH Aachen, der IHK, der RWTH, liebe Ausbilder, liebe Ausbilderinnen, liebe Kolleginnen, liebe Kommilitoninnen und liebe Kommilitonen. Vielen Dank für das Vertrauen, das ihr in mich als Semestersprecher gesetzt habt. Vielen Dank für die Möglichkeit, ein paar Worte an euch alle zu richten. Ich möchte allen aus unserem Jahrgang, die heute hier sind, herzlich gratulieren. Wir haben unseren Ausbildungsabschluss als mathematisch-technische Softwareentwickler geschafft. Dafür einen Applaus. Heute bekommen wir ein Zeugnis, auf dem steht, was wir können oder was wir können sollten und wie gut wir in den Abschlussprüfungen waren. Da steht, dass wir mathematische Modelle entwickeln und mathematische Methoden anwenden können, dass wir Software entwerfen und programmieren können und dass wir eigenständig Software-Systeme entwickeln können. Auf dem Zeugnis fehlt jedoch etwas. Und ich meine nicht den Wirtschaft- und Soziales Teil, sondern etwas, was uns auch in der Ausbildung gefehlt hat. Dabei denke ich auch nicht an Analysis 3 oder eine Einführung zu Lisp, Klammer auf, Klammer zu. Worüber ich sprechen möchte, ist die Macht unserer Fähigkeiten. Wir haben viel gelernt. Wir können jetzt viel mehr als vorher. Doch was uns nicht beigebracht wurde, ist herauszufinden, wie wir dieses Wissen und diese Fähigkeiten zum Guten einsetzen. Was richtig und was falsch ist nicht immer so leicht zu erkennen. Und das ist auch nicht immer dadurch herauszufinden, dass man sich das anschaut, was gesellschaftlich akzeptiert ist. Wie die Geschichte gezeigt hat, können wir uns nicht auf den Gesetzgeber verlassen, um zu entscheiden, was richtig und was falsch ist. Wir können uns nicht auf die Mehrheitsmeinung verlassen, um den Unterschied zwischen moralisch gut und moralisch schlecht festzustellen. Aber wie können wir herausfinden, was wir tun sollen? Wovon sollten wir unsere Entscheidungen und unser Handeln abhängig machen? Wir leben in einer Zeit, wo Faschisten in demokratischen Staaten zum Präsident gewählt wurden, wo offen rechtsextreme Parteien Mehrheiten bekommen und Nazis wieder im Bundestag sitzen, wo selbst ehemalige EU-Länder Transpersonen vollständig aus dem öffentlichen Bild verschwinden lassen wollen, wo das 1,5-Grad-Ziel längst überschritten ist und nicht klar ist, wie wir die Klimakatastrophe noch abwenden können. In dieser Zeit ist es umso wichtiger, dass wir uns mit Ethik beschäftigen. Was in dieser Gesellschaft nämlich so sehr fehlt, ist nicht Wissen, sondern Verantwortung. In Web Engineering haben wir gelernt, Webseiten vor SQL-Injections zu schützen. Wir haben aber auch gelernt, SQL-Injections auszunutzen. In Softwaretechnik haben wir gelernt, sichere Software zu entwickeln. Software, die Flugzeuge in der Luft hält, aber auch Software, die Flugzeuge abstürzen lassen kann. In Stochastik haben wir gelernt, wie man statistische Daten auswertet und analysiert, grafisch darstellt und Erkenntnisse daraus zieht. Wir haben aber auch gelernt, wie wir Statistiken verzerrt darstellen und zur gezielten Manipulation einsetzen können. In Algorithmen und Datenstrukturen haben wir gelernt, die kürzesten Wege zu finden. Wege, die den Energieverbrauch senken und die Umweltbelastung reduzieren. Aber auch Wege, mit denen Ölförderung oder Tierausbeutung profitabler werden können. Wir haben gelernt, Datenbanken zu entwerfen. Datenbanken, die die medizinische Versorgung verbessern können. Oder Datenbanken, die für staatliche Massenüberwachung von Bürgern, Journalisten, Aktivisten eingesetzt werden können. In Numerik haben wir gelernt, Simulationen durchzuführen. Simulationen, die in der Klimaforschung genutzt werden können oder Simulationen, mit denen man Waffensysteme optimieren kann. In Machine Learning haben wir gelernt, Muster in Daten zu erkennen und Erscheinungen zu automatisieren. Muster, mit denen Hautkrebsdiagnostik verbessert werden kann und Muster, mit denen autonome Kampfdrohnen über Leben und Tod entscheiden können. Wir können LLMs in der Bildung einsetzen und wir können LLMs zur Desinformation einsetzen. Wir können die Flugbahn von Forschungssatelliten berechnen und von ballistischen Geschossen. Wir können mit unseren Fähigkeiten Leben schützen und wir können andere ausbeuten. Ich bin mir sicher, dass hier niemand seine Fähigkeiten zum Schaden von anderen einsetzen möchte.
Aber Gut und Böse sind nicht immer klar verteilt. Und für all diese Tätigkeiten gibt es irgendwo einen legalen Markt, auf dem diese Fähigkeiten gefragt sind. Es ist nicht immer so einfach zu erkennen, was richtig und was gerecht ist. Wir sollten uns immer fragen, welche Auswirkungen hat das, was ich tue, auf andere? Wie sehen Betroffene das, was ich tue? Wir müssen uns in andere hineinversetzen und uns vorstellen können, wie es uns wohl gehen würde, wenn wir an deren Stelle wären. Wir müssten jede Ungerechtigkeit immer aus Perspektive der Opfer betrachten und nicht aus Perspektive der Täter. Doch dazu gehört auch zu erkennen, wer die Opfer sind. In manchen Situationen liegt das auf der Hand. In anderen Situationen ist das schwieriger. Manchmal sind die Opfer auch schon so lange und so selbstverständlich Opfer, dass man sie nicht mehr als solche erkennt. Es ist auch möglich, komplett widersprüchliche Kognitionen, also Gedanken, Überzeugungen, Einstellungen, Verhaltensweisen zu haben, die man nicht miteinander in Einklang bringen kann, weil sie in einem direkten Widerspruch zueinander stehen. Wenn man sich dieser Widersprüche nicht bewusst wird, sondern sie beibehält, dann nennt man das kognitive Dissonanz. Ein Beispiel dafür sind tierliebe Menschen, die Fleisch essen. Menschen, die sich für körperliche und sexuelle Selbstbestimmung einsetzen, aber gleichzeitig Kuhmilch trinken. Menschen, die Gewalt gegen Tiere ablehnen, aber gleichzeitig tierische Produkte konsumieren. Kognitive Dissonanz ist einer der Gründe, aus denen auch empathische und gute Menschen regelmäßig unbewusst unmoralisch handeln. Unter dem Deckmantel der Terrorbekämpfung werden Zivilisten und Kinder getötet. Passiert das für einen guten Zweck? Zu einem höheren Wohl? Ist das ein notwendiges Übel, was man in Kauf nimmt? Sind das Kollateralschäden, die zu einem Krieg dazugehören? Oder sind es am Ende einfach nur Kinder, die getötet werden? Unter dem Deckmantel der Tradition, der Gewohnheit, der Bequemlichkeit, des Genusses werden unzählige Tiere ins Leben gezüchtet, ausgebeutet und ermordet. Ist das gerechtfertigt? Kann man das überhaupt rechtfertigen? Oder sind es am Ende einfach nur unschuldige Tierkinder, die ohne vernünftigen Grund getötet werden? Was ist gerecht und was ungerecht? Was gerecht und was ungerecht ist, wird nicht dadurch entschieden, was ein Staat sagt, was Recht und Unrecht ist. Worauf es bei jeder Ungerechtigkeit ankommt, ist immer die Perspektive der Opfer. Wenn du nicht mit ihnen tauschen willst, dann ist das, was du ihnen antust, nicht in Ordnung. Wenn du an deren Stelle wärst und nicht wollen würdest, dass man das mit dir macht, dann solltest du das auch nicht mit ihnen machen. Die Idee, dass manche Leben weniger wert sind als andere, ist der Ursprung der größten Verbrechen auf diesem Planeten. Wie werdet ihr eure Fähigkeiten also einsetzen? Welche Jobangebote nehmt ihr an? Mit welchen Firmen wollt ihr zusammenarbeiten? Welche Projekte wollt ihr verfolgen? Wie wollt ihr euch gegenüber denen verhalten, die schwächer sind, die euch unterlegen sind, die nicht in der Lage sind, sich zu wehren? Welchen beruflichen Weg wollt ihr einschlagen? Was wollt ihr mit eurem Leben, eurer Karriere und eurer Arbeit in dieser Welt bewirken? Was für einen Unterschied wollt ihr machen und auf welcher Seite der Geschichte wollt ihr stehen? Seid ihr bereit, so zu handeln, dass ihr jederzeit mit denen tauschen würdet, die euch ausgeliefert sind? Seid ihr offen zu hinterfragen, ob ihr das Richtige tut? Habt ihr den Mut, euch gegen die größte Ungerechtigkeit auf diesem Planeten zu stellen, selbst wenn das bedeuten würde, vegan zu leben? Vielen Dank.